Ich habe immer nur dich geliebt, Tanja. Weißt du, was das Verrückte ist? Ich tue es immer noch. Obwohl mir längst klar ist, dass das zwischen uns niemals funktionieren wird. Sonja! Ganz ruhig, Sonja, ja? Ich hole sofort Hilfe, okay? Hallo? Wir brauchen sofort einen Wagen zum LCL-Gebäude im Medienhafen. Wir hatten hier einen schweren Unfall mit Kopfverletzung, ein Treppensturz. Ich spüre fast keinen Puls mehr. Natürlich bleibe ich hier. Ich warte. Meinen Sie, ich gehe jetzt Kaffee trinken? Bitte beeilen Sie sich! Sebastian, was ist mit ihr? Sie ist gestolpert. Ich habe noch versucht, sie zu halten, aber... Was ist denn hier passiert? Was hast du mit ihr gemacht? Sie ist gestolpert. Ich kann nichts dafür. Das soll die Polizei klären. Das war ein Unfall, Clarissa. Sebastian? Sebastian, du glaubst mir doch, oder? Einfach durchhalten. Na klar komme ich nachher mit ins No Limits. Mann, du bist gerade erst entlassen worden. Aber es ist alles wieder okay, hat der Arzt selbst gesagt. Und außerdem haben wir deiner Mama versprochen, dass wir kommen. Schau. Alles wieder okay, ich kann fast einen Kopfstand machen. Jetzt übertreib's nicht gleich. Immerhin hast du im Rollstuhl gesessen. Das war eine Absicherungsmaßnahme, so eine Versicherungsdingsbums-Geschichte. Das habe ich dir vorhin schon erklärt. Außerdem bin ich Super Emilio und habe mehrere Leben. Durch eure Notlandung habt ihr mindestens schon 3 verloren. Ich bin so froh, dass ihr da heil runtergekommen seid. Keine Sorge, so schnell räume ich meinen Platz neben dir nicht, Prinzessin. Was will ich nur unnötig machen? Aber damit wir es richtig krachen lassen können, brauche ich einen Job. Genau das meine ich. Jetzt werd doch erst mal wieder fit, bevor du dich um solche Sachen kümmerst. Ey, ich bin fit und ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich will doch nicht ewig deinem Vater auf der Tasche liegen. Musik in meinen Ohren. Töchterchen, dein Ehemann hatte gerade eine Erleuchtung. Ja, auf, ab ins Berufsleben und raus aus meinem Portemonnaie. Entschuldige mal, wir leben von meinem Geld. Das ich dir zahle. Es ist nicht so, dass du es mir schenkst. Ich arbeite dafür. Ja, und in deinen kärglichen Pausen gibst du ganz gern mal Geld mit meiner Kreditkarte aus. Das ist nicht fair. Schatz, lass gut sein. Er hat recht. Ich suche mir einen Job und dann kann ich uns beide selber versorgen, ja? Ich sehe ihn schon vor mir, der Name, den Michelin-Führer. Blutdruck 90/60. Interessante Entwicklung. Was? Früher hast du dir beim Vertuschen deiner Mordversuche mehr Mühe gegeben, aber das hier ist ja wohl offensichtlich. Das war ein Unfall zum letzten Mal. Natürlich, es war ein Unfall. Reiner Zufall, dass sich dein Opfer gerade mit deinem Mann verbandelt hat, der sich gerade von dir getrennt hat. Für einen Mord hattest du doch gar kein Motiv. Oder doch? Was ist denn jetzt mit ihr? Verdacht auf ein schweres Schädelhirntrauma, möglicherweise mit inneren Verletzungen. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Ich komme mit. Einen Augenblick, Herr Van Hartstein. Ich fürchte, wir brauchen Sie ja noch. Was soll denn das heißen? Meine Freundin kämpft gerade um ihr Die Leben. Ärzte werden sich um Sie kümmern. Aber erstmal müssen wir jetzt rausfinden, was genau hier stattgefunden hat.
Wir sind darüber informiert worden, dass es vor dem Unfall einen heftigen Streit gegeben hat. Und zwar zwischen Sonja Jäger und ihrer Frau. Solange wir nicht alle Zeugen vernommen haben, verlässt niemand den Raum. Vielen Dank. Nein, Sonja Jäger und mich verband immer nur eine enge Freundschaft. Und? Ja gut, wir haben uns mal geküsst, aber dann... Es ist nicht mehr passiert. Hat Ihre Frau diese Situation mitbekommen? Wie gesagt, erst habe ich diesen Streit nicht besonders ernst genommen. So etwas ist häufiger vorgekommen. Die beiden waren nicht gerade die besten Freundinnen. Aber dann habe ich gesehen, wie Frau von Lahnstein sich plötzlich wie eine Furie auf Frau Jäger gestürzt hat. Ja, eigentlich gab es überhaupt keinen Grund dafür, aber ja, sie war eifersüchtig. Vor allem in letzter Zeit. Ich bin sofort runtergerannt, um einzugreifen. Aber als ich unten ankam, lag Frau Jäger schon am Boden. Das Ganze scheint Sie ja sehr mitzunehmen. Sagen wir mal, ich fühle mich nicht ganz unschuldig an der Eskalation. Auf dem Foto waren mein Mann und Sonja Jäger zu sehen. In einem intimen Moment. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. War ich eventuell eifersüchtig auf Sonja Jäger? Ja. Wollte ich sie umbringen? Nein. Sie haben die Nachricht mit Frau von Lahnstein geschickt, obwohl Sie von den Problemen der beiden miteinander wussten. Warum? Frau von Lahnstein und ich sind auch nicht gerade die besten Freundinnen. Sie wollten sie provozieren. Ich? Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie gleich einen Mord begehen würde. Ich habe sie nicht gestoßen. Ich habe sogar versucht, sie festzuhalten. Wieso glauben Sie mir eigentlich nicht? Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Sie jemand verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Tim Sander, der Vater von Timo Mendes, ich weiß. Auch wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Dieser Frau traue ich alles zu. Alle bisherigen Zeugenaussagen sprechen gegen Ihre Version von einem Unfall. Es gibt aber gar keine Zeugen. Es war niemand dabei, als sie gestürzt ist, verdammt. Sie glauben ja wohl nicht etwa den Spekulationen von Larissa von Anstetten. Die Überwachungskamera, die muss alles mitgefilmt haben. Überprüfen Sie die Aufnahmen, dann werden Sie sehen, dass ich unschuldig bin. Mich würde trotzdem noch interessieren, was Sie glauben. Trauen Sie Ihrer Frau das zu? So, du hast die vollen. Frag mich immer noch, warum du angefangen hast und nicht ich. Alter vor Schönheit, eine ganz alte Regel. Verstehe. Dein Turn. Und wenn du Hilfe brauchst und nicht dir zur Hand gehen kann, sag Bescheid. Was habe ich doch für einen netten Schwiegersohn. Komm, gib's zu, es ist nicht dein erstes Spiel. Ich hatte schließlich auch meine Jugend. Oh, auf die Geschichten bin ich gespannt. Tja, meine Mutter ist eben auf Zack. Im Gegensatz zu Ansgar, es tut mir noch mal echt leid, wie der dich so blöd angemacht hat. Du, im Grunde hat er recht. Wenn man seine Frau nicht versorgen kann, ist es irgendwie würdelos. Jetzt übertreib's mal nicht. Bei uns gibt es sowas wie Gleichberechtigung. Ja, und ich habe auch kein Problem damit, solange der Mann die Kohle nach Hause bringt. Wieso, was war denn mit Ansgar? Ach, vergiss es. Ist nicht weiter wild. Ich meine, es kann ja nicht jeder so wundervoll sein wie meine Schwiegermutter. Auch wenn sie mir vor dem Spiel hätte sagen können, dass sie ein absoluter Crack ist. Glück. Na komm, du darfst auch noch mal. Eins möchte ich klarstellen. Ich spiele nur so schlecht wegen meines Schleudertraumas. Ist ja noch gar nicht so lange her, ja? Ja. Komm, ich helfe dir. Der? Ja. Und? Naja, die Billardgene und deine Mutter hast du nicht geerbt, aber im nächsten Spiel machen wir sie fertig. Okay. Wie geht es ihr? Genaues kann man erst nach der OP sagen, aber er sieht nicht gut aus. Es ist ja schrecklich. Und die Polizei verdächtigt tatsächlich Tanja? Was die Presse angeht, Pass auf, mein Junge. Du bleibst jetzt bei Frau Jäger im Krankenhaus. Ich kümmere mich um alles Weitere, okay? danke. Was ist los?
Was ist mit Frau Jäger? Sie liegt mit einem schweren Schädel-Hirntrauma im Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass Tanja sie bei LCL von der Treppe gestoßen hat, aus Eifersucht. Was? Und Sebastian, denkt er das auch? Ich denke, er will den Gedanken gar nicht zulassen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es in dem Jungen aussieht. Wir müssen ihm jetzt unbedingt den Rücken frei halten. Wir haben jetzt die Ergebnisse. Das Hämatom drückt aufs Gehirn. Das heißt, wir müssen einen Teil der Schädelplatte entfernen, um Entlastung zu schaffen. Und dann, was ist dann? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich sagen. Es geht los. Wir tun unser Bestes. Hast du schon irgendwas gehört? Wie geht's ihr? Sie fangen gerade an zu operieren. Wie konnte das nur passieren? Sie ist gestürzt. Das sagt zumindest Tanja. Tanja? Ja, sie war wohl da. Tanja und Sonja, die haben sich gestritten, kurz bevor es passiert ist. Was soll das heißen? Dass Tanja was damit zu tun hat? Nein. Das heißt, wir wissen es nicht. Ich war ja nicht da. Ich habe nichts gesehen. Außerdem, die Polizei ist eingeschaltet und untersucht das Ganze. Glaubst du, dass sie es war? So schrecklich die Situation auch ist, wir müssen jetzt nach vorn schauen und jeglichen Schaden von unserem Unternehmen abwenden. Sollten wir nicht wenigstens abwarten, wie die OP verläuft? Egal, wie es läuft, unser Fashion-Victim wird mindestens ein paar Wochen Reha brauchen. Wenn sie überhaupt durchkommt, ohne bleibenden Schaden im Oberstübchen zu nehmen. Du bist echt sowas von geschmacklos. Ich bin nur realistisch. Wenn die alle hier sitzen und abwartet und zuseht, wie das Unternehmen immer mehr Schaden nimmt. Also wir müssen jetzt sofort handeln, nicht auszudenken, was passiert, wenn die Presse dazwischen schießt. Elisabeth, du übernimmst das Pressemanagement. Ja, ich kümmere mich darum. Rebecca, du wirst Frau Jäger als Chefdesignerin vertreten und dich um die neue Kollektion kümmern. Wir müssen die 800-Jahr-Feier absagen. Ja, leite das in die Wege. Ja. Habt ihr da alle Tassen im Schrank? Eine unserer Führungskräfte steht in Lebensgefahr. Willst du da fröhlich feiern? Klar will er das, hörst du doch. Euch ist offensichtlich nicht klar, wie wichtig diese Feier für uns ist. Jedenfalls nicht wichtig genug, um komplett den Anstand zu verlieren. Na, dann wirf mal einen Blick in die Gästeliste. Wenn wir wirklich Schaden vom Unternehmen abwenden wollen, dann ziehen wir diese Sache jetzt durch. Außerdem geht es ja auch unter anderem um unsere Reputation. Eben. Wie kann ich mich beteiligen? Ich denke, wir brauchen deine Hilfe nicht. Es geht um meine Firma. Trotzdem glaube ich, ist es besser, wenn du dich bei allem raushältst. Damit würden wir bei der Presse nur Öl ins Feuer gießen. Ihr glaubt alle, dass ich verantwortlich bin für den Sturz. Er kommt sofort. Schön, dass ihr euch so gut versteht. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ihm das Leben bei Hofe nicht so richtig schmeckt. Tja, wie denn auch. Ansgar behandelt ihn ständig wie so eine lästige Zecke. Emilio leidet total darunter, dass er keinen Job hat. Und Ansgar reibt ihn da ständig unter die Nase. Lass dich von Ansgar nicht so verunsichern. Die Hauptsache ist doch, dass ihr beide glücklich seid. Das sind wir auch. Das Problem ist einfach, dass Emilio sich den Schuh auch noch anzieht. Von wegen Versorgung und so. Naja, er kommt aus einer anderen Kultur, mit einer ganz klaren Rollenverteilung. Du, ich habe kein Problem damit, das Geld für uns beide zu verdienen. Kann er seinen blöden Stolz nicht einfach mal nach Caracas zurückschicken? Aber so eine Situation würde jedem Mann an die Nieren gehen, Kim. Dazu muss er nicht erst aus Venezuela kommen. Versetz dich doch mal in Emilios Lage. Du arbeitest schon. Timo und Leonie planen gerade ihr Leben nach dem Abi. Er hat nicht mal einen Schulabschluss. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Ja, aber das merkt er eben auch gerade. Du musst ihm ein bisschen Zeit geben. Und Verständnis. Ich habe Respekt vor seiner Haltung. Ich meine, stell dir doch mal vor, du hättest einen Mann geheiratet, der kein Problem damit hat, dass du arbeiten gehst, während er auf der faulen Haut liegt. Wenn
wenigstens Ansgar mal seine Klappe halten würde. Hey, wenn es dir auf Königsbrunn zu bunt wird. Papa und ich, wir haben immer ein Plätzchen für euch. Wir sind doch eine Familie. Ich halte dich hier ganz. So, Ladies, Nachschub. Ah, ja. Prost. Salut. Und? Kleine Revanche gefällig? Auf gar keinen Fall. Hallo. Gibt es schon Neuigkeiten über den Zustand Ihrer Schwester? Du solltest jetzt wirklich mal was essen. Dann trink doch wenigstens einen Kaffee. Möchten Sie auch einen? Wenn Sie so freundlich wären. Es tut mir wirklich leid, was Frau von Landstein ihrer Schwester angetan hat. Sie glauben, Tanja hat Schuld? Nun, den Streit, den ich vorher direkt mitbekommen habe, das deutet alles darauf hin. Sie waren dabei? Worum ging es denn? Worüber sich Frauen nun mal so streiten, Männer. Sie war wohl eifersüchtig und das nicht ohne Grund. Aber ich möchte keine Gerüchte in die Welt streuen. Eigentlich habe ich schon viel zu viel erzählt. Sonja ist meine Schwester. Sie müssen mir sagen, was Sie wissen, bitte. Vielleicht sollten Sie ihn besser fragen. Ihr Kaffee? Danke, ich muss los. Was hat sie gesagt? Dass du mehr weißt, als du zugeben willst. Angst, meine Kleine, ich werde immer für dich da sein. Ich bin unschuldig. Und das wird sich auch aufklären. Ja. Marlene. Bist du gekommen, um mir zu sagen, dass du es niemals von mir gedacht hättest? Ich bin gekommen, weil ich wissen möchte, wie es dir geht und weil ich deine Freundin bin. Und wenn du mir sagst, dass es ein Unfall war, dann gibt es für mich keinerlei Grund, dir das nicht zu glauben. Danke. Wie hältst du das nur alles aus? Ich würde durchdrehen, ehrlich. Ich wünschte, Sebastian wäre auf meiner Seite. Er glaubt dir nicht? Nein. Du hättest mal seinen Blick sehen sollen. Ich hätte niemals gedacht, dass er mich mal so anschaut. Ihr habt eine wahnsinnig harte Zeit hinter euch. Viel gestritten. Sebastian ist verwirrt. Ja, allerdings, wenn er glaubt, ich hätte was mit diesem Unfall zu tun. Marlene, ich habe versucht, ihre Hand zu halten. Sie ist mir entglitten und Sonja ist gestürzt. Ich konnte nichts machen. Hey, das kommt alles wieder in Ordnung. Die Polizei wird die Wahrheit rausfinden und du bist nicht alleine, okay? Weißt du, ich muss nur warten, dass dieses Video aus der Überwachungskamera auftaucht. Dann wird man ganz eindeutig erkennen, dass ich unschuldig bin. Valerie, lass uns jetzt die Nerven behalten. Du wusstest, wie eifersüchtig Tanja war. Und hast sie trotzdem mit meiner Schwester alleine gelassen. Jetzt übertreib bitte mal nicht. Die beiden arbeiten immerhin zusammen. Trotzdem. Du hast Sonja in deine Ehe mit reingezogen. Du hast nicht verhindert, dass Tanja sie seit Wochen schikaniert. Frau Jäger? Herr von Lahnstein? Wie ist es gelaufen? Wie geht's dir? Wir konnten das Hämatom entfernen. Allerdings war es größer, als wir gedacht hatten, was dazu geführt hat, dass wir die Schädelplatte nicht direkt wieder einsetzen konnten. Was heißt das? Sie liegt im künstlichen Koma. Aber künstliches Koma, das heißt doch, es ist kontrolliert. Das heißt, sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, oder? Nicht akut.
Allerdings sind die Verletzungen des Gehirns so schwerwiegend, dass wir nicht vorhersagen können, wann oder in welchem Zustand Frau Jäger wieder aufwachen wird. Soll das heißen? Es tut mir leid. Das ist alles deine Schuld. Bitte beruhig dich jetzt. Nein. Du hast sie benutzt, um deine Frau eifersüchtig zu machen. Und damit hat sie ihr Leben riskiert. Du verdammter Scheißkerl! Du verdammter Scheißkerl! Was hast du gesagt? Wo ist Kim? Diese Oma macht sich fertig. Wir sollen aber schon mal anfangen. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ich habe übrigens gerade mit Sebastian gesprochen. Für Frau Jäger sieht es gar nicht gut aus. Sie liegt jetzt im künstlichen Koma und es ist ungewiss, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Was? Wer? Die Chefdesignerin von Linie CL. Sie hatte einen schweren Unfall. Ja, damit hält jetzt die ganze Familie auf Trab. Also die ganze Familie außer dir, offensichtlich. Ich kann das immer noch nicht glauben. Hoffentlich kommt sie durch. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Wenn es der Ärmsten bald besser geht, steht unserer 800-Jahr-Feier nichts mehr im Wege. Du bist echt das allerletzte. Offensichtlich ist euch immer noch nicht klar, wie wichtig diese Feier für uns ist. Abgesehen davon können wir nicht für jeden Mitarbeiter, der ins Krankenhaus kommt, die Tradition über Bord werfen. Sonja Jäger hatte einen schweren Unfall in unserem Unternehmen. Inwieweit Tanja dafür verantwortlich ist, wird noch geklärt. Unter diesen Umständen ist eine Feier diesen Ausmaßes indiskutabel. So, das finde ich ja interessant. Bei Philipp hattet ihr dieses Problem nicht. Der war auch Familienmitglied, lag im Koma und wurde von deiner eigenen Tochter über den Haufen gefahren. Ich kapier das einfach nicht. Du weißt doch ganz genau, wie es um die Firma steht. Wir können positive Schlagzeilen mehr als dringend gebrauchen. Die Medien werden eine Frau zeigen, die im Koma liegt und du stehst mit einem Champagnerglas daneben? Und das Ganze soll sich dann 800-Jahr-Feier der Lahnsteins nennen? Ist doch nicht dein Ernst? Der Junge hat recht. Die Feier findet nicht statt, das ist mein letztes Wort.
Warum glaubst du mir nicht? Das möchte ich, Tanja. Wirklich. Ich gebe dir mein Wort, ich habe sie nicht die Treppe heruntergestoßen. Alles spricht gegen dich. Tanja, du... Ach Gott, noch mal, wir wissen doch beide, was du in der Vergangenheit alles gemacht hast. Oder muss ich dich jetzt wirklich an Tim Sander erinnern? Wie kannst du denn jetzt diese beiden Situationen miteinander vergleichen? Das war Notwehr. Ich brauche Abstand. Zumindest bis die Polizei die Aufnahmen der Überwachungskamera ausgewertet hat. Ich will, dass du jetzt gehst. Und ich glaube, dass es das Beste ist, wenn Emma bei mir bleibt. Du willst mir Emma wegnehmen. Was hast du eigentlich von mir erwartet? Du wirst wegen Totschlags angeklagt und ich soll das jetzt einfach alles wieder so hinnehmen? Weißt du eigentlich, was das hier alles bedeutet? Wir sind eine Familie, führen eine Beziehung. Das ist unsere Tochter. Wie oft willst du es noch hin? Ich bin unschuldig. Dann werden das die Aufnahmen ja auch beweisen. Und ich bin der Erste, der sich dann bei dir entschuldigt. Aber bis dahin möchte ich, dass du dich von unserer Tochter fernhältst. Ich sag jetzt dem Kindermädchen Bescheid. Ich weiß ja nicht, wie man das bei euch in der dritten Welt so handhabt, aber bei uns hält man die Klappe, wenn man von der Sache keine Ahnung hat. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Eben. Und interessiert hier keinen. Ludwig anscheinend schon und die anderen waren auch nicht gerade deiner Meinung. Hm? Vorsicht, Kleiner. Beiß nicht in die Hand, die dich füttert, sonst sitzt du ganz schön wieder auf der Müllberg in Caracas. Nur als kleine Information, seit neuestem habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung und du kannst mir gar nichts. Du wirst dich sofort bei ihm entschuldigen. Bitte? Ich werde nicht länger mit ansehen, wie du auf ihm rumtrampelst. Was ist das denn für ein Ton? Hast du vergessen, mit wem du sprichst? Du bist vielleicht mein Vater, aber er ist mein Mann. Und wenn ich die Wahl habe, weißt du, wofür ich mich entscheide. Ja. Für Bequemlichkeit und ein warmes Zuhause. Dein kleiner Schmarotzer da kann froh sein, wenn er überhaupt mit am Tisch sitzen darf. Heißt das, wir können ohne Zeitverlust in Produktion gehen? Sonja hat mich in den letzten Wochen stark involviert und ich habe ihr beim Ausarbeiten der letzten Entwürfe geholfen. Ich denke, das müsste klappen. Danke sehr. Tut mir leid, dass ich erst jetzt komme. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan aus Sorge um Frau Jäger. Ja, dann werde ich mich mal um die Presse kümmern. Wir sehen uns später. Gut. Nimm doch Platz. Danke. Diesmal ist Tanja wirklich zu weit gegangen. Wie konnte sie das bloß tun? Also das ist ja noch nicht bewiesen. Es ist doch offensichtlich, was geschehen ist. Ja, also wir haben Wichtigeres zu tun. Es wird nicht einfach, die neue Kollektion übernächste Woche zu präsentieren. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Sie schaffen das. Ich bin mir ganz sicher, es ist auch im Interesse von Frau Jäger, dass es mit der Kollektion weitergeht. Darüber sind wir uns wohl alle einig. Zusammenhalt in so einer Krise ist das Allerwichtigste. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich alles Menschenmögliche tun werde, um weiteren Schaden von der Firma abzuwenden. Jetzt, wo ich wieder alleinige Geschäftsführerin bin, ist es meine Pflicht. Justus, stellen Sie die Sachen kurz ab. Ja? Sehr wohl, Gräfin. Danke, ich kümmere mich um Emma. Aber das wäre alles. Ihr Mann hat ausdrücklich gesagt... Hängen Sie an Ihrem Job? Ja. Dann riskieren Sie ihn nicht. Schönen Feierabend. Ich lasse dich niemals allein, meine Kleine. Ein Haftbefehl? Ja. Tut mir leid. Dann
haben Sie auf den Aufnahmen tatsächlich gesehen, wie meine Frau, Frau Jäger, die Treppe hinuntergestoßen? Nein, die entscheidenden Aufnahmen sind nicht mehr auf der Festplatte der Kamera. Soll heißen? Jemand muss sie ausgetauscht haben. Wir haben einen neuen, noch unbenutzten Datenträger in der Kamera gefunden. Aber für den Haftrichter ist die Sache eindeutig. Nämlich, dass Ihre Frau die Tat vertuschen wollte. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Ja, sie ist wahrscheinlich oben. Und packt. Was machen Sie denn noch hier? Hatte ich Sie nicht ausdrücklich gebeten, meine Tochter nicht aus den Augen zu lassen? Ihre Frau hat mich nach Hause geschickt. Tanja? Tanja? Ich weiß, mein Vater kann manchmal eine echte Plage sein. Ja, manchmal. Aber ist okay. Ich glaube, ich muss mich einfach nur dran gewöhnen, dass ich nicht dazu gehöre. Ach, so ein Quatsch. Wir sind verheiratet. Du gehörst zu meiner Familie. Es fühlt sich aber nicht so an. Ich werde nicht länger mit ansehen, wie er dich fertig macht. Wow. Jetzt ist es also soweit. Ja, meine Frau muss eingreifen, weil ich nicht genug Eier in der Hose habe, die Dinge selber zu klären. Super. Ach, jetzt lass den Blödsinn. Es mag ja sein, dass du in dir drin dieses Versorgergehen hast, aber das ist eben momentan nicht möglich. Du findest einen Job, das weiß ich. Ja. Und wann? Du verstehst es einfach nicht. Ansgar hat recht. In Venezuela gibt es ein Sprichwort. Das heißt, tanz nie im Schatten eines großen Mannes. Ja, aber genau das ist es, was ich hier versuche. Und ich mache mich damit lächerlich. Bis später. Tu das nicht. Machen Sie es nicht noch schlimmer, als es schon ist. Sonja ist gestürzt. Begreift das doch. Ich bin unschuldig. Frau von Lahnstein, hiermit verhafte ich Sie wegen Versuchtmordes an Sonja Jäger. Sie können von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen. Gib mir jetzt bitte Emma. Jemand hat mich reingelegt. Vermutlich Clarissa. Hör endlich auf und gib mir unser Kind. Nein, Sebastian! Tanja, es ist vorbei. Diese Aufnahmen finden. Dann sagen Sie uns, wo sie sind. Herrgott, ich habe sie nicht! Ich schwöre es Ihnen, Sie machen einen Fehler. Frau von Lahnstein, ich habe keine andere Wahl. Alles Weitere entscheidet ab jetzt der Haftrichter. Ich will meinen Anwalt sprechen, und zwar sofort. Wir kümmern uns drum. Was ist hier los? Die Täterin ist überführt. Ich bin erschüttert. Das wirst du mir büßen, Clarissa. Alles klar, wiederhören. Herr von Lahnstein? Was gibt's denn? Die Presse. Das Telefon klingelt in einer Tour. Und? Es geht um ein Statement wegen der Absage der 800-Jahr-Feier. Von mir? Wissen Sie was? Ich hätte zu gar nichts sagen, soll es doch der Alte machen. Am besten, Sie stellen sämtliche Anrufe direkt zu ihm durch. Kann der sich doch mit denen rumärgern. Okay. Okay. Moment mal, was soll das denn? Emilie und ich, wir ziehen aus. Ich brauche weder dein Geld noch dein Auto. Sag mal zu, wenn das hier ein Witz sein soll, dann bitte ein andermal. Ja, ich habe gerade andere Probleme. Das ist kein Witz. Wir gehen. Töchterchen, wenn du jetzt gehst. Dann brauche ich nie wieder zu kommen. Ja, ja, ich weiß. Aber wir brauchen unsere Unabhängigkeit. Und die nimmst du uns. Moment mal, du arbeitest für mich. Du hast einen Job hier. Den kannst du dir sonst wo hinstecken. Soll ich? Ja, natürlich. Ich werde immer für dich da sein. Alles wird gut.
Ich will meinen Anwalt sprechen, sofort. Ich habe ja wohl das Recht auf einen Anruf. Arme, unschuldige Tanja. Keiner glaubt dir. Dabei hast du alles versucht.